Willkommen zu einem neuen Mozartkugel-Video. Ich befinde mich gerade in Salzburg in der Getreidegasse und möchte euch heute auf eine Tour durch ganz Salzburg mitnehmen, wo ich euch einige Geschäfte zeige, die Mozartkugeln verkaufen. Und hier seht ihr jetzt einmal eine Karte mit allen Stationen von dieser Tour durch Salzburg, wo ihr die Mozartkugeln überall findet. Beginnen werden wir den Rundgang links unten bei der Getreidegasse, hier so auf der Karte. Also ihr seht es jetzt auch, das ist der Anfang oder das Ende der Getreidegasse, je nachdem wie man es sehen möchte. Und hier rechts seht ihr auch schon gleich den Beginn der Mozartkugeln quasi, nämlich die Kaffeekonditorei Fürst. Fürst hat die 1890 erfunden, die Mozartkugel, und die gibt es hier zu kaufen. Sozusagen die Original Salzburger Mozartkugel. Dann von der Getreidegasse hier aus sehend müsst ihr nun nach links, einfach ein Stückchen am Gehsteig entlang. Hier am besten immer auf die Autos und auf die Busse aufpassen. Und gleich zur nächsten Station in der Münzgasse 2. Und hier ist die Altstadtkonfiserie, wo es die echte Mozartkugel seit 1960 gibt. Und von hier geht es jetzt wieder zurück nach rechts in die Getreidegasse und diese mal zunächst geradeaus entlang. Das ist jetzt schon ein Stückchen, bis ihr dann in der Getreidegasse Nummer 29 Braunpunkt findet, wo es die Braunpunkt Mozartkugel gibt. Die gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahren am Markt. Dann jetzt nur ein kleines Stückchen weiter in der Getreidegasse, ein Beispiel von einigen Touristengeschäften, die dann die Mozartkugel Handmade anbieten. Ihr seht die auch immer meistens sehr prominent in der Auslage, also falls es mal das Geschäft da nicht geben sollte, gibt es meistens in irgendeinem anderen. Ihr seht das jetzt auch an einem weiteren Beispiel hier links, in einer alten Starbucks-Filiale gibt es das auch zum Beispiel. Und jetzt wiederum in die andere Richtung, weiter die Getreidegasse entlang, bei der Getreidegasse Nummer 3. Ihr seht dann hier rechts oben auch etwas versteckt, ein Schild, wo Schatz steht, beziehungsweise vielleicht hier eher die Palmers-Filiale und so einen Durchgang. Und genau in diesen Durchgang müsst ihr rein. Und ihr seht jetzt dann auch gleich Schatzkonditorei angeschrieben. Und da ist sie auch schon da. Und wo es die echte Mozartkugel gibt, die gibt es auch schon seit über 100 Jahren hier zu kaufen. Und dann wiederum zurück in die Getreidegasse, folgt ihr der weiterhin einfach immer geradeaus, bis ihr am alten Markt angekommen seid, also der ist hier rechts. Und hier geradeaus wäre außerdem noch eine weitere Filiale von Braunpunkt in der Judengasse 1. Jetzt am alten Markt seht ihr hier sehr prominent eine Reber-Filiale, also ein Reber-Geschäft. Die machen eigentlich eher industrielle Mozartkugeln, aber ich möchte es hier trotzdem erwähnen, weil ihr ohnehin vorbeikommt und vor allem saisonale Sorten könnt ihr hier oft bekommen. Die gibt es sonst nicht unbedingt so einfach in Österreich. Und dann ein Stückchen nach rechts, am alten Markt Nummer 7, findet ihr die echte Salzburger Mozartkugel von Josef Holzermeier, die es laut Eigenangaben auch schon seit über 100 Jahren gibt. Und weiterhin nochmal, jetzt ein Stückchen nach rechts, gibt es nochmal eine Filiale von Fürst, also dem Erfinder der Mozartkugel. Und das ist tatsächlich auch das Stammhaus. Also das ist schon die älteste Filiale dann eigentlich. Weiter geht es jetzt aber in die andere Richtung, hier geradeaus. Wieder zurück in die Getreidegasse, da wo vorher Schatz war. Müsst ihr jetzt rechts abbiegen, durch diesen Durchgang und dann hier über die Staatsbrücke drüber. Hier könnt ihr auch am Weg ein bisschen die Aussicht über Salzburg genießen, also je nach Wetter war es etwas bewölkt an dem Tag. Aber ihr seht hier auch wirklich einen schönen Blick zurück auf die Altstadt, während ihr wartet, dass die Ampel grün wird. Euer Ziel ist ja einfach geradeaus weiter, wo ihr dann in die Linzergasse kommt. Hier geht es auch weiterhin einfach immer geradeaus. Könnt euch nicht wirklich verlaufen. Und hier geradeaus auf der linken Seite seht ihr eine Sparfiliale. Dort könnt ihr zum Beispiel auch die Konfiserie Mozartkugeln bekommen. Rechts hingegen in der Linzergasse 26
ist dann das Café Habakuk. Da gibt es die Salzburger Mozartkugel, die wird seit 1994 hergestellt. Ist eher größer und saftig. Weiter geht es aber jetzt immer noch die Linzergasse, immer geradeaus. Ist jetzt ein bisschen mehr beschleunigt, aber ihr könnt euch nicht wirklich verlaufen. Es geht einfach immer geradeaus weiter, bis ihr dann in der Linzergasse 55 angekommen seid, wo die Konditorei Leimüller die Salzburger Mozartkugel anbietet. Die gibt es ebenfalls seit einigen Jahren am Markt. Und damit ist dieses Video auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr konntet euch einen ersten Eindruck machen, wo es jetzt überall Kugeln in Salzburg zu kaufen gibt. Aber wenn euch das Ganze zu schnell ging, gibt es unten in der Videobeschreibung auch einen Blogartikel, wo ihr das Ganze in Ruhe nachlesen könnt. Und wenn ihr jetzt außerdem gespannt seid, wie diese Kugeln überhaupt schmecken, blende ich euch am Ende das Nachfolgevideo ein, wo ich diese Kugeln alle durchprobiere. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.